Hier sind die Top 12 der beliebtesten Sitzplätze meiner Wellensittiche. Nummer 12 ist als letztes zu meinen Sitzplätzen dazugekommen. Dieses Holzschiff habe ich bei einem Paar gesehen, an die ich leider einen meiner Wellensittiche abgeben musste. Der junge Wellihahn Max war leider viel zu wild für die Wellensittiche in meinem alten Schwarm, in dem damals hauptsächlich ältere Wellensittiche lebten. Max sollte einen Sterbefall ausgleichen, war aber leider die falsche Wahl, denn er terrorisierte die älteren Vögel und konnte sich gar nicht in den Schwarm einfügen. Also entschied ich mich schweren Herzens, ihn abzugeben, an ein Paar mit einem kleinen Schwarm, die auch einen Sterbefall zu beklagen hatten. Dort hat sich Max auch sehr gut eingelebt. Als ich ihn hingebracht hatte, konnte ich dieses Holzschiff entdecken und bekam noch die Empfehlung für einen neuen Online-Shop, den ich noch nicht kannte. Das erste Holzschiff wurde von meinen Wellies fachgerecht zerlegt. Dieses zweite scheint sich besser zu halten, weil die Wellies entdeckt haben, dass sie sich dort bequem eine Siesta halten lässt. Jetzt ist es ein beliebter Ruheplatz für meine älteren Welliehähne. Die Nummer 11 ist aus dem Problem heraus entstanden, dass ich nie genug Platz für die verschiedenen Futternäpfe auf dem Dach der Voliere hatte. Da ich das normale Vogelfutter immer in einer großen Keramikschale anbiete, bleibt wenig Platz für andere Futterstellen, wie der Keramiknapf mit dem Vogelgritt und dem Napf für das Keim- und Grünfutter. Außerdem stelle ich öfters auch einen Gollywog auf. Damit die Vögel trotzdem noch genug Platz zum Landen haben, habe ich mehrere Holzpodeste angebracht. Sie sind zwar eine weitere Quelle für Kotansammlungen, lassen sich aber relativ einfach mit einem kleinen Schaber und dem Staubsauger reinigen. Eine Zeit lang hatte ich sogar eine kleine Holzscheibe aus Birkenholz angebracht, auf der meine Henne Lizzie und der Wellihahn Felix gerne saßen. Leider geht der Nagertrieb meiner Wellensittiche auch an diesen Holzsitzen nicht spurlos vorüber. Die Holzscheibe wurde mittlerweile geschreddert und auch die Rinde an den Podesten wird sehr gerne angeknabbert. Die Nummer 10 war leider ein kleiner Reinfall. Nicht, dass die Vögel nicht gerne darauf gesessen hätten. Nein, das Gerüst war einfach nicht stabil genug und ist leider krachend in sich zusammengestürzt. Ich nehme an, einer der kleinen Kobolde hat ein oder mehrere der Schnüre durchgebissen, die das Holzgerüst zusammengehalten haben. Die Konstruktion ist relativ simpel. Ich habe einfach mehrere Sitzstangen zusammengebunden und mehrere Ebenen mit einer Kordel verbunden. Zur Verzierung habe ich noch diese kleinen Holzperlen angebracht. Ich hätte aber vermutlich statt der dünnen Kordel, die natürlich leicht durchzubeißen war, festeres Sisal oder Leder nehmen sollen. Beim nächsten Versuch werde ich daran denken, denn ich brauche noch ein neues Gerüst für mein Zimmer. Wenn ich die kleinen Vögel wiege, bringe ich nämlich in der Zwischenzeit die Vögel, die ich schon gewogen habe, in mein Zimmer. Dann gibt es keine Verwechslungsgefahr und die anderen können sich schon ein wenig beruhigen und erholen, während ich die restlichen Vögel wiege. Leider gibt es in meinem Zimmer aber viel zu wenige Landeplätze. Und zuletzt ist eine Wellihenne hinter den Schrank gefallen, als ich sie einfangen und zurück ins Vogelzimmer bringen wollte. Leitern gibt es in vielen verschiedenen Formen und Größen. Anfangs gab es auch bei mir viele kleine Plastikleitern, die ich mittlerweile zugunsten von großen Holzleitern ersetzt habe. Waagerecht aufgehängt bieten die Holzleitern einen schönen Sitz- und Schlafplatz und eignen sich hervorragend, um Spielzeug daran aufzuhängen. Eine Holzleiter ist mittlerweile reserviert für den Strauß mit Bambusblättern, Feuerdornäste oder Möhrengrün. Strickleitern waren bei meinen Wellensittichen auch beliebt, stießen aber bei mir auf wenig Gegenliebe, da die kleinen Kobolde immer wieder die Schnur durchgebissen haben und ich die Leiter immer wieder flicken musste. Schön sind die verschiedenen Etagen, so dass viele Wellensittiche auf der Strickleiter sitzen können. Nummer 8 ist leider weniger beliebt geworden, die Vogelbank. Vermutlich, weil sie nicht mehr ganz so günstig hängt und es schwieriger geworden ist, auf ihr zu landen. Eigentlich ist diese schöne Holzbank auch als Vogelfutterstelle für die Vögel im Garten gedacht, aber ich fand das Teil so dekorativ, dass ich es für meine Wellensittiche aufgehängt habe. Der Clou, die Bank hat eine kleine Platte aus Kunststoff, die man herausnehmen und ganz leicht reinigen kann. Dort sollte das Futter platziert werden. Ich nutze sie meist dazu, um Kolbenhirse darauf zu legen. Die erste Bank wurde auch eifrig genutzt und vor allem benagt. Leider hat eine meiner Wellihennen die hinteren Holzbalken komplett geschreddert. So musste eine neue her. Das Schönste ist, dass die Vögel sowohl auf den Lehnen sitzen können, als auch auf der Sitzfläche. Ich hatte eigentlich gedacht, dass einer meiner Handicap-Vögel die Bank nutzen würde,
um sich auf die Sitzfläche zu legen. Das würde seine Beine entlasten, denn der arme Valleyhahn hat leider eine Fehlstellung der Beine. Nummer 7 ist mal nicht aus Holz, Hanf- bzw. Sisalseile. Bei diesen robusten und dicken Seilen muss ich mir keine Sorgen machen, denn die kriegen die Valleys nicht so schnell klein. Als Landeplatz und Sitzgelegenheit direkt am Fenster waren die Seile früher beliebter, bevor ich die Holzschaukeln angeschafft habe. Der Vorteil hier: die Seile können beliebig positioniert werden. Ich habe bei vielen gesehen, dass sie die Seile nicht als Schaukel aufhängen, sondern gerade spannen. So kann man sie zum Beispiel am Käfig festmachen. Größere Spiralen nutze ich zum Beispiel, um Wege abzukürzen für meine etwas gehandicapten Vögel. Das ist auch eine gute Alternative für flugunfähige Vögel, um ihnen den Weg zu höher gelegenen Sitzplätzen oder Spielzeugen zu ermöglichen. Es gibt auch runde Ringe, die bei meinen Wellensittichen allerdings nicht besonders beliebt waren. Es scheint, als ziehen sie Holzäste und Holzstangen als Sitzplatz vor. Deswegen gibt es bei mir mehr Sitzplätze aus Holz als Seile aus Hanf oder Sisal. Für manche älteren Bellies mit Arthritis oder auch bei Fußbeingeschwüren können die weicheren Hanfseile aber eine gute Alternative sein, auch als Unterstützung, bis die Verletzung ausgeheilt ist. Nummer 6: Der Atomball. Dieses Spielzeug habe ich in einem Buch über Wellensittich-Spielzeug gefunden und war sofort begeistert. Denn dieser Sitzplatz ist wieder groß genug, um mehreren Wellensittichen Platz zu bieten. Er ist nicht ganz so einfach herzustellen, weil das Grundgerüst aus Plastikteilen unter einer Schicht Hanfseile versteckt wird. Neben viel Hanf oder Sisal braucht man 12 verschiedene große Stücke Plastikschlauch. Am besten nehmt ihr Schlauchstücke, die für eine Wasserpumpe oder die Bewässerung im Garten gedacht sind. Diese Schläuche sind stabil und dennoch biegsam. 8 davon müssen die gleiche Länge haben, damit der Ball schön symmetrisch wird. In die Mitte kommen dann noch 4 kleinere Sitzstangen. Um die Stücke zu verbinden, braucht ihr T- und Kreuzverbindungsstücke. Diese kleinen Plastikteile sind nach ihrer Form benannt. Die 3 kreuzförmigen Plastikteile verbinden im Innern die einzelnen 4 Schläuche zu den 3 Ebenen des Atomballs. Und die 4 T-Verbindungsstücke halten das Außengerüst zusammen. Habt ihr den Ball zusammengesetzt, müsst ihr ihn nur noch sorgfältig mit dem Sisal oder Hanfseil umwickeln. Ich habe mehrere Schichten gemacht, weil ich davon ausgegangen bin, dass die kleinen Vögel auch ein wenig daran knabbern. Aber zum Glück besteht bisher kein großes Interesse daran. Wahrscheinlich schätzen sie den Sitzplatz mehr als das Knabbern an dem Seil. Oder es schmeckt einfach nicht so gut wie Holzrinde. Auch hier ist natürlicherweise die unterste Etage besonders unbeliebt, weil sich hier der meiste Dreck ansammelt. Der Vorteil von den Hanfseilen ist: der Kot erstmal getrocknet, lässt er sich leicht auch ohne Wasser abtragen. Ich nutze dazu eine Spachtel, mit der ich auch oberflächlichen Dreck von den Sitzstangen kratze. Das ersetzt natürlich nicht die regelmäßige Reinigung mit heißem Wasser. Die Nummer 5 war mehr oder weniger Resteverwertung, da meine Valleyhennen es lieben, Korkröhren zu schreddern und ich am Ende immer mit einer in 2 Hälften zerbrochenen Korkröhre dastand, habe ich mir angewöhnt, die Stücke wiederzuverwerten. Aus den kleinen Stücken bastle ich einen Korkberg, indem ich die einzelnen Stücke auf einer Kordel auffädele. Habe ich größere Stücke, werden daraus diese kleinen Schaukeln. Sie sind recht simpel. Man braucht dafür nur eine Gliederkette aus Edelstahl und 2 Haken. Die Haken werden so fest in den Kork gebohrt, dass nur noch ein kleines Stück herausragt, damit die klugen Wellensittiche die Haken nicht wieder herausziehen können oder gar die Kette aus dem Haken lösen. Wie ihr seht, habe ich die Schaukeln am Fenster platziert. So können die Wellies bequem in den kleinen Garten schauen und nach Gartenvögeln Ausschau halten. Nummer 4 ist etwas voluminöser und hat meinen Wellensittichen tatsächlich zuerst Angst gemacht. Mittlerweile ziehen sich gerne einzelne ältere Wellies auf diesen großen runden Freisitz zurück. Auch hier haben die Sitzstangen wieder den richtigen Durchmesser und es gibt wieder etwas zu knabbern mit den bunten Kugeln. Allerdings ist auch dieser Sitzplatz, weil die Stangen im Bund angeordnet sind, anfällig für den Kot der oben sitzenden Vögel. Aber das lässt sich bei keinem Spielzeug oder Sitzplatz vermeiden. Der Vorteil ist: hier könnte theoretisch sogar ein kleiner Schwarm Platz nehmen. Und der Sitzplatz sieht mit seinen bunten Farben sehr dekorativ aus. Das Einzige, was ich an diesem Teil auszusetzen hätte, sind die vielen Fäden. Mittlerweile habe ich solches Spielzeug aus meinem Vogelzimmer verbannt. Erstens bekommt man die Baumwollfäden sehr schlecht sauber und sie trocknen nach dem Reinigen auch nicht besonders gut.
Und zweitens habe ich immer Angst, wenn die Vögel daran knabbern, dass sie zu viel von den Fäden verschlucken. Nummer 3 hat sich erst seit kurzem zur Konkurrenz für die Holzsitze entwickelt. Diese kleinen Schaukeln mit den bunten Perlen und Lederstückchen habe ich in einem Onlineshop entdeckt. Sie sind besser geeignet, auch als Sitzplatz tagsüber, weil die Sitzstange relativ dick ist. Sie ähnelt mehr den Ästen, die ich auch als Sitzstange im Käfig verwenden würde. Leider sorgen diese Schaukeln, da sie nur Platz für einen Vogel bieten, für noch mehr Streitereien. Mittlerweile habe ich theoretisch für jeden eine Schaukel angeschafft, aber natürlich wird trotzdem um den besten Platz gestritten. Das Schöne ist, sie bietet auch ein wenig Beschäftigung mit den bunten Perlen und Lederstücken. Meine Wellensittiche knabbern gerne ein wenig daran. Einige sind besonders hübsch designt, mit kleinen bunten Schmetterlingen, was aber vermutlich mehr uns Halterinnen anspricht als die Vögel. Das Einzige, was mir an diesen Teilen nicht gefällt, sind die Messingglöckchen. Ich weiß nicht, warum immer noch Spielzeug mit diesen Glocken hergestellt wird. Ich finde das Gebimmel, vor allem wenn sich meine Wellies mal wieder hin und her bewegen, weil sie sich um den besten Platz streiten, einfach nur nervig. Ist besonders abends beliebt. Diese runden Holzsitze sind immer wieder Grund für Streitereien am Abend. Leider will jeder in seinem eigenen sitzen, auch wenn die Teile groß genug sind, um zu zweit oder gar zu dritt darin Platz zu nehmen. Denn manchmal gelingt es tatsächlich, einige davon zu überzeugen, doch zusammen in der Holzschaukel zu sitzen. Das einzige Problem dabei, ähnlich wie bei den Stockbetten für Kinder, will natürlich jeder oben Platz nehmen. Der einzige Nachteil dieser kleinen Holzsitze sind die etwas zu dünn geratenen Sitzstangen. Ich weiß nicht, was sich der Designer gedacht hat, aber eigentlich ist der Durchmesser nicht groß genug für die Wellensittiche. Die Seitenelemente sind schön dick gestaltet, aber darauf setzen sich die Wellies natürlich nicht. So werden die Krallen nicht abgenutzt und auch die Zehen stehen nicht optimal. Aber da die Holzsitze nur als Schlafplatz genutzt werden, ist mir das nicht so wichtig. Tagsüber sitzen die Wellies woanders. Auch hier gilt wieder regelmäßiges Reinigen mit heißem Wasser, da sich auf den kleinen Stangen viel Kot ablagert. Mit ein Grund, weshalb die meisten gerne oben sitzen. Nummer 1 sind diese Holzbrücken, die eigentlich für Hamster und Mäuse gedacht sind. Ich habe sie eher zufällig entdeckt, weil die Nagerabteilung in meinem Zoogeschäft direkt in die Abteilung für Vögel übergeht. Mittlerweile suche ich gezielt bei den Nagern. Denn die Sitzplätze und Spielzeuge sind ideal, weil das Holz unbehandelt und dafür gemacht ist, benagt zu werden. So brauche ich mir keine Gedanken zu machen, wenn die Hennen nach Herzenslust daran knabbern. Jedenfalls lieben meine Wellensittiche diese schwebenden Brücken und nutzen sie am liebsten für ihre Siesta am Mittag oder frühen Nachmittag. Mittlerweile hängen 4 davon zwischen den Spielzeugen und anderen Sitzplätzen. Das einzige Problem: die Brücken werden leider mit der Zeit sehr stark vollgekotet. So müssen die Brücken regelmäßig mit heißem Wasser abgeschrubbt werden, was sie leider mit der Zeit ein wenig in Mitleidenschaft zieht. Aber wenn man kein Problem damit hat, die Brücken regelmäßig auszuwechseln und kontrolliert, dass keine spitzen Drähte abstehen, sind diese Holzbrücken ein super Sitzplatz. Schreibt doch in die Kommentare, ob ihr diese Sitzplätze auch habt oder welche Sitzgelegenheiten bei euren Wellies beliebt sind. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.